möchte euch alle ganz herzlich begrüßen heute Abend. I would like to welcome you most warmly, everybody, tonight. Das Thema ist heute Abend, wie die Kraft Gottes durch Bedrängnis zustande kommt. The subject of tonight is how the strength of God can work if you are threatened. Als Beginn möchte ich Römer 12, 1 lesen. I want to start by reading Romans 12:1. 12, 1 ist. Ich ermahne euch, nun ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiges Gottesdienst. Therefore I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. Diese Stelle möchte ich gegenüberstellen mit einer anderen Stelle von Johannes 6, 51. I want to compare this verse to another verse of John 6, 51. 51. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabkommt. Wenn jemand von diesem Brot isst, so wird er leben in Ewigkeit. Das Brot, was ich euch geben werde, ist mein Fleisch. I am the living bread that came down from heaven. If anyone eats of this bread, he will live forever. This bread is my flesh, which I will give for the life of the world. Und dieses Fleisch gebe ich für das Leben der Welt. And this flesh I will give for the life of the world. Vor 2 Wochen wir sprachen darüber, was Jesus für uns getan hat. 2 weeks ago we were speaking about what Jesus has done for us. Er hat sein Fleisch, sein Leben für uns gegeben. He gave his flesh, he gave his life for us. Was sagt Jesus? Wenn ich gelitten habe, ihr seid meine Knechte und ihr werdet in meine Fußstapfen wandern. What did Jesus say? If I have suffered, you are my followers and you will follow me. Das perfekte Opfer war Christus. Jesus Christ was the perfect victim. Und doch steht es in Römer 12,1, And yet in Romans 12:1 we read, dass unser vernünftiger Gottesdienst soll es sein, dass wir unsere Leibe hingeben als wohlgefällige Opfer. that we give our bodies as sacrifice to the Lord. Das bedeutet alles. This means everything. Jesus sagt, ihr sollt mein Nachahmer sein. Jesus says you should follow me. Sogar Paulus, der Apostel Paulus sagt, wie ich Nachahmer Christi bin, so sollt ihr mich auch nachahmen. Even Paul says, as I am following Jesus, you should follow me. Und das möchte ich in der Gemeinde von Thessalonik anschauen. Wie hat die erste Gemeinde das gelebt? We now want to look at the Thessalonians, how the first congregation was living this. Was bedeutet alles hinzugeben? What does it mean to sacrifice everything? Können wir Apostelgeschichte 17, 1 bis 9 lesen? Can we read in the Acts 17, 1 to 9? Ja. Ich lese von 2 bis 9. From 2 to 9. Paulus aber ging nach seiner Gewohnheit zu ihnen hinein und redete an 3 Sabbaten mit ihnen aufgrund der Schriften, indem er erläuterte und darlegte, dass der Christus leiden und aus den Toten auferstehen musste
und sprach: Dieser Jesus, den ich euch verkünde, ist der Christus. Und etliche von ihnen wurden überzeugt und schlossen sich Paulus und Silas an, auch eine große Menge der gottesfürchtigen Griechen, sowie nicht wenige der vornehmsten Frauen. Aber die Juden, die sich weigerten zu glauben, wurden voll Neid und gewannen etliche boshafte Leute vor Straßenpöbel, erregten einen Auflauf und brachten die Stadt in Aufruhr. Und sie drangen auf das Haus Jasons ein und suchten sie, um sie vor die Volksmenge zu führen. Als sie aber nicht fanden, schleppten sie den Jason und etliche Brüder vor die Oberste der Stadt und schrien: Diese Leute, die die ganze Welt in Aufruhr versetzen, sind jetzt auch hier. Jason hat sie aufgenommen. Und doch handeln sie alle gegen die Verordnungen des Kaisers, indem sie sagen, ein anderer sei König, nämlich Jesus. Sie brachten aber die Menge und die Stadtoberste, welche dies hörten, in Aufregung, so dass sie Jason und die übrigen nur gegen Bürgschaft freiließen. As his custom was, Paul went into the synagogue, and on 3 Sabbath days he reasoned with them from the Scriptures, explaining and proving that the Christ had to suffer and rise from the dead. This Jesus I am proclaiming to you is the Christ, he said. Some of the Jews were persuaded and joined Paul and Silas, as did a large number of God-fearing Greeks and not a few prominent women. But the Jews were jealous, so they rounded up some bad characters from the marketplace, formed a mob and started a riot in the city. They rushed to Jason's house in search of Paul and Silas in order to bring them out to the crowd. But when they did not find them, they dragged Jason and some other brothers before the city officials, shouting, These men who have caused trouble all over the world have now come here, and Jason has welcomed them into his house. They are all defying Caesar's decrees, saying that there is another king, one called Jesus. When they heard this, the crowd and the city officials were thrown into turmoil. Then they put Jason and the others on bail and let them go. Wie ihr wisst, wir befinden uns in der letzten Zeit. As you know, we have reached the last time. Und unsere Geschichte geht es darum, dass wir den Vollzahl erreichen können. And it now is a question of reaching the full number. Jesus möchte die ganze Welt erreichen. Jesus wants to reach the entire world. Alle die Chance geben, dass sie wissen können, der Messias ist vor 2000 gekommen und für unsere Sünden gestorben und auferstanden ist. So that every single one can know that Jesus Christ has died for us, the Messiah has come and has died for us. Aber es gibt eine Herausforderung für uns alle. But there is a challenge for all of us. Wenn wir das Evangelium predigen, wie Paulus und Silas und die Apostel gepredigt haben, if we pray the Evangel as Paulus and the Apostles have wir und ihr werdet einige Schwierigkeiten bekommen. We may all get difficulties. Das ist der Preis, was wir bezahlen sollen. This is the price we are asked to pay. Was geschah in Thessalonik? Gewisse Leute nahmen an das Evangelium, gewisse nahmen es nicht an. What happened in Thessalonica? Some people accepted the Evangel and some did not. Gerade die Juden, die eigentlich hätten erkennen sollen, dass Jesus der Messias ist, haben am meisten abgelehnt diese Botschaft. Precisely those Jews who should have been able to recognize the Messiah have rejected him. Warum? Why? Sie haben ihn anders erwartet. They have expected him to come in a different manner. Denkt ihr nicht, dass die Geschichte sich wiederholt? Don't you think that history is repeating itself? Und der Kern des Problems war, dass gewisse Leute neidisch und eifersüchtig waren. And the core of the problem was that some people were jealous. Das haben wir vorher gelesen. As we have just read. Worauf waren sie eigentlich eifersüchtig? Sie waren eifersüchtig, weil sie sahen,